Linda Morrison grub mit bloßen Händen im Schnee. Die Kälte brannte an ihren Fingern. Als sie Fluffy endlich herausholte, war die Katze komplett eingefroren. Eis klebte an ihrem Fell, ihre Augen waren mit Reif bedeckt. Sie sah aus wie etwas, das bereits tot war. Dann spürte Linda es. Einen schwachen Herzschlag, kaum wahrnehmbar. Sie rannte nach drinnen. »Frank, wir müssen sofort losfahren.« Frank Morrison war 74 Jahre alt. Sein Herz war schwach und die Ärzte hatten ihm gesagt, er solle Stress vermeiden. Aber als er sah, wie seine Frau die gefrorene Katze hielt, schnappte er sich wortlos seinen Mantel. Denn Fluffy war nicht einfach nur eine Katze. Sie war das Einzige, was ihn zum Lachen brachte. Der einzige Grund, warum er morgens aus dem Bett aufstand. Frank erinnerte sich an den ersten Winter, als sie Fluffy nach Hause brachten. Sie war nur ein Kätzchen gewesen, ein einziges Fellknäuel voller Charakter. Eines Abends saßen sie auf der Veranda, als der erste Schnee fiel, und beobachteten, wie sie mit ihren Pfoten nach den fallenden Schneeflocken schlug. »Sieh dich an«, lachte er, während sie sprang und sich drehte, um sie zu fangen. »Kleiner Jäger.« Sie sah ihn mit ihren leuchtenden Augen an. Schneeflocken schmolzen auf ihrer Nase, und er wusste, dass diese Katze ihm gehörte. Nun 3 Jahre später lag eben diese Katze erfroren in den Armen seiner Frau. Die Fahrt zur Tierklinik in Kalispell dauerte 15 Minuten. Frank hielt Fluffy die ganze Zeit, in eine Decke gewickelt und fest an seine Brust gedrückt. Linda fuhr schweigend und warf ihrem Mann immer wieder verstohlene Blicke zu. Seine Hände zitterten, nicht vor Kälte, sondern vor Angst. Auf halbem Weg beugte sich Frank zu Fluffys gefrorenem Ohr hinab. »Du hast mich gehalten«, flüsterte er. »Jeden Tag. Jetzt bin ich an der Reihe.« Lindas Augen füllten sich mit Tränen, aber sie fuhr weiter. Als sie ankamen, warf Dr. Yvonne Clark nur einen Blick auf Fluffy und sein Gesicht erstarrte. Er hatte schon Unterkühlungen gesehen. Erfrorene Pfoten, gefrorene Ohren, Tiere, die aus Schneeverwehungen gezogen wurden. Aber so etwas hatte er noch nie gesehen. Fluffy war keine Katze mehr. Sie war ein Eisblock in Form einer Katze. Die normale Körpertemperatur einer Katze beträgt 38,3 Grad Celsius. Das Thermometer der Klinik reichte bis 32 Grad Celsius hinab. Als sie Fluffy maßen, zeigte es nichts an. Ihre Temperatur war unter den messbaren Bereich der Geräte gesunken. Nach allen medizinischen Standards hätte sie tot sein müssen. Einer der Techniker sah Dr. Clark an. Die Frage hing in der Luft. Macht das überhaupt noch Sinn? Dr. Clark sah Fluffy an, dann durch das Fenster ins Wartezimmer, wo ein alter Mann zusammengesunken auf einem Plastikstuhl saß. Seine Frau hielt seine Hand, und beide starrten auf die Tür, als läge ihre ganze Welt dahinter. Er bemerkte ein schwaches Wölkchen, das sich auf dem Metalltisch direkt unter Fluffys Nase zu bilden begann. Sie atmete noch. »Wärmt sie auf«, sagte er. »Mit allem, was wir haben.« 2 Stunden des Schweigens. Wärmflaschen, erhitzte Handtücher, Haartrockner, die nur wenige Zentimeter vom gefrorenen Fell entfernt gehalten wurden. Das Team wechselte sich ab, um die Katze aufzutauen, die keinerlei Lebenszeichen von sich gab. Im Wartezimmer saßen Frank und Linda nebeneinander. Sie schwiegen. Linda hielt seine Hand. Sie spürte seinen Puls, unregelmäßig und viel zu schnell. Sie hatte Angst um Fluffy. Und sie hatte Angst um ihn. Jedes Mal, wenn sich die Tür öffnete, erstarrten sie und suchten das Gesicht dessen ab, der hereinkam. Jedes Mal waren es Neuigkeiten für andere. 1 Stunde verging. Das Thermometer konnte ihre Temperatur immer noch nicht messen. Einer der Techniker sah Dr. Clark erneut an. »Wärmen wir hier nur einen toten Körper auf?«
Dr. Clark antwortete nicht. Er richtete eine Wärmflasche neu aus und machte weiter. Nach 90 Minuten schmolz das Eis. Das Fell wurde nass, verfilzt, platt. Sie sah kleiner aus, zerbrechlich. Das Schweigen im Raum veränderte sich. Es war keine Hoffnung mehr. Es war das Schweigen von Menschen, die sich auf das Schlimmste vorbereiteten. Da erklang ein Geräusch. Tief, kehlig, unbestreitbar wütend. Fluffy knurrte. Der Techniker wich zurück und lachte dann unter Tränen. Sie ist stinksauer. Dr. Clark lächelte zum ersten Mal an diesem Abend. Da ist sie. Wenn sie wütend ist, heißt das, sie lebt. Er ging selbst ins Wartezimmer. Frank hob den Kopf, sein Gesicht war aschfahl, die Augen gerötet. »Sie wird wieder in Ordnung kommen«, sagte Dr. Clark. »Sie hat uns gerade angeknurrt.« Frank lachte. Das Lachen war schwach und erstickt. Aber es war das erste Mal seit Wochen, dass er lachte. Linda drückte seine Hand und fing an zu weinen. In den nächsten Stunden stieg ihre Temperatur. Das Team überwachte die Werte. 34 Grad Celsius, dann 36 Grad Celsius, dann 37 Grad Celsius. Aber Frank und Linda sahen nicht auf die Monitore. Sie sahen Fluffy an. Als ihre Pfote zuckte, ergriff Linda Franks Hand. Als sich ihre Augen öffneten, atmete er aus, ohne zu merken, dass er die Luft angehalten hatte. Bis Mitternacht war sie stabil. Am Morgen wurde sie entlassen und spazierte hinaus, als wäre dieser ganze Horror nur ein böser Traum gewesen. Doch eine Frage blieb. Wie war Fluffy überhaupt in einem Schneehaufen, nur 6 Meter vom Haus entfernt, eingefroren? Sie kannte dieses Gebiet. Sie wusste, wo sie Schutz suchen konnte. Die Ärzte fanden Kratzer an ihren Hinterbeinen. Vielleicht war es ein Angriff gewesen, vielleicht ein Sturz. Aber sie fanden es nie genau heraus. Irgendetwas hatte sie daran gehindert, ihren Unterschlupf zu erreichen, als die Temperaturen in den Keller sanken. Die Klinik veröffentlichte 2 Fotos auf Facebook. Auf dem ersten sah Fluffy aus wie ein gefrorener Geist. Das Eis klebte an ihrem Fell, die Augen trübe, kaum wiederzuerkennen. Auf dem zweiten, das am nächsten Morgen aufgenommen wurde, war sie sauber, flauschig und sah in die Kamera mit dem Gesichtsausdruck einer Katze, die etwas durchgemacht hatte und überhaupt nicht begeistert davon war. Nach 48 Stunden waren diese Fotos 100.000 Mal geteilt worden. Fluffy, eine 3-jährige Freigängerkatze aus Montana, wurde zur berühmtesten Überlebenden des Polarwirbels von 2019. Nachrichten aus der ganzen Welt trafen ein. Eine blieb besonders im Gedächtnis. Von einer Frau, die gegen Krebs im Stadium 4 kämpfte. »Wenn Ihre Katze überleben konnte«, schrieb sie, »kann ich es vielleicht auch.« Frank las es 2-mal, klappte dann seinen Laptop zu und sah zu Fluffy hinunter, die auf seinem Schoß schlief. »Du bist berühmt«, flüsterte er, »und du weißt es nicht einmal.« Aber das wahre Wunder lag nicht in der Berühmtheit. Es lag darin, was danach geschah. Fluffy ging nicht mehr nach draußen. Für eine Katze, die jahrelang an Türen gekratzt und ihre Freiheit gefordert hatte, war das kein Problem. Sie verbrachte ihre Tage auf Franks Schoß. Jeden Morgen und jeden Abend folgte sie ihm in die Küche. Sie saß mit ihm am Fenster und beobachtete den fallenden Schnee. Und Frank, seine Gesundheit, stabilisierte sich. Die Ärzte konnten es sich nicht erklären. Sein Herz war immer noch schwach. Seine Werte hatten sich nicht verändert, aber etwas hatte sich gewandelt. Er stand früher aus dem Bett auf. Er lächelte öfter. Er starrte nicht mehr ins Leere. In der ersten Nacht zu Hause kam Fluffy nicht zur Ruhe. Sie wanderte miauend durch das Schlafzimmer. Als Frank sich hinlegte, kletterte sie auf seine Brust und drückte ihr Gesicht an seinen Hals.
Linda hatte sie noch nie so etwas tun sehen. Fluffy war immer unabhängig und distanziert gewesen. Jetzt klebte sie förmlich an Frank. Wenn er ins Badezimmer ging, wartete sie an der Tür. Wenn er in die Küche ging, folgte sie ihm mit 3 Schritten Abstand. Linda verstand. Fluffy war allein in der Dunkelheit gewesen, erfroren, sicher, dass niemand kommen würde. Jetzt ging sie kein Risiko mehr ein. Eines Morgens, 3 Wochen nach der Rettung, wachte Frank spät auf. Linda war bereits unten. Er setzte sich auf die Bettkante und versuchte träge sich zu erinnern, ob er am Vorabend seine Herztablette eingenommen hatte. Tablette. Habe ich die Tablette genommen? Sein Verstand war langsam, vernebelt. So fängt es an. Die kleinen Dinge. Vergessen. Er hatte sie nicht genommen. Er stand auf, um sie aus dem Badezimmer zu holen. Doch bevor er einen Schritt machen konnte, tauchte Fluffy in der Tür auf. Sie ging geradewegs zum Nachttisch, auf dem seine Tablettenflasche stand, und stieß sie mit einer einzigen entschlossenen Pfotenbewegung von der Kante. Die Flasche polterte auf den Boden vor Franks Füße. Frank starrte auf die Flasche, dann auf Fluffy. Sie setzte sich, wickelte den Schwanz um ihre Pfoten und sah ihn mit ihren leuchtenden Augen an, als wollte sie sagen: »Glaubst du, du bist hier? Der Boss.« Frank murmelte: »Glaubst du, du bist hier der Boss, ja?« Aber er lächelte. Er hob die Flasche auf, nahm die Tablette, und Fluffy folgte ihm zufrieden nach unten. Linda bemerkte es. Sie sagte nichts, aber sie bemerkte es. Die Katze, die fast gestorben wäre, rettete nun Franks Leben. An diesem Ostern, zum ersten Mal seit die Kinder ausgezogen waren, fühlte sich das Haus der Morrisons nicht leer an. Die Kinder waren nach Hause gekommen. Die Enkel spielten auf dem Boden. Frank saß am Kamin, Fluffy auf seinem Schoß, und beobachtete das alles. Nachrichten von Fremden kamen noch monatelang. Frank antwortete nie. Das musste er auch nicht. Das einzige Publikum, das zählte, schnurrte auf seinem Schoß. Später am Nachmittag zog Franks Tochter, Sarah Linda, in die Küche. »Mom«, sagte sie leise. »Danke.« Linda runzelte die Stirn. »Wofür?« Sarah warf einen Blick ins Wohnzimmer, wo Frank mit Fluffy und den Enkelkindern saß. »Dafür, dass du sie gefunden hast. Dafür, dass du sie gerettet hast.« Ihre Stimme brach. »Dad hatte aufgegeben. Ich habe es im Januar nach dem Arztbesuch gesehen. Er hat nicht gesprochen, nicht gegessen.« Sie verstummte. Linda drückte ihre Hand. »Ich weiß. Aber er ist zurück«, sagte Sarah und wischte sich die Augen. »Dank dieser Katze.« Franks 6-jähriger Enkel Tommy zupfte Linda am Ärmel. »Oma, warum lacht Opa so viel?« Linda sah zu Frank. Er lachte über etwas, das eines der Kinder gesagt hatte, und seine Hand strich sanft über Fluffys Kopf. Die Augen der Katze waren halb geschlossen. Sie schnurrte so laut, dass man es durch den ganzen Raum hören konnte. »Wegen Fluffy«, sagte Linda sanft. Tommy legte den Kopf schief, verwirrt. »Die Katze hat das gemacht.« »Die Katze«, bestätigte Linda. »Sie ist zurückgekommen. Und er auch.« Frank fing ihren Blick vom anderen Ende des Raumes auf. »Was ist?« fragte er. Sie lächelte. »Nichts. Ich bin einfach nur froh, dass du hier bist.« Frank sah auf Fluffy hinab, die Katze, die eigentlich hätte sterben sollen. Die Katze, die zurückgekommen war. Die Katze, die ihn irgendwie auch ins Leben zurückgeholt hatte. »Ja«, sagte er leise und kraulte sie hinter dem Ohr. »Ich auch.« Die außergewöhnliche Rettung von Fluffy fand am 31. Januar 2019 in der Tierklinik von Kalispell, Montana, während eines historischen Polarwirbels statt. Ihre Körpertemperatur war so tief gesunken, dass sie nicht mehr gemessen werden konnte.
Die viralen Fotos ihres gefrorenen Zustands und ihrer wundersamen Genesung erreichten Millionen von Menschen weltweit. Sie hat sich vollständig erholt und ist zu einer glücklichen Hauskatze geworden. Welche Wundergeschichte ist mit Ihrem Haustier passiert? Teilen Sie sie in den Kommentaren. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.